Hallo ihr Lieben, also heute gibt es endlich mal wieder einen Livestream. Ich hatte die Herausforderung, dass wir umgezogen sind. Das per se ist ja keine Herausforderung, aber wir hatten kein Internet. Über einen Monat, kein WLAN, nix. So, und mit mobilen Daten war das tatsächlich nicht so einfach. Jetzt endlich kann ich wieder live gehen. Also, und dann habe ich mir gedacht, wenn ich live gehe, zeige ich euch mal einen Sauerteigtest. Dafür habe ich jetzt hier 2 Gläser vorbereitet. So. Und hier, was seht ihr hier? Das ist ein Lievito Madre. Für all diejenigen, die Lievito Madre noch nicht kennen, das ist ein milder Sauerteig. Und ich öffne den mal. Oh, der klebt hier ein bisschen. Ist ein bisschen trocken geworden, weil ich hier oben die Gummilippe nicht hingemacht habe. Also bei so Weggläsern kann ich euch empfehlen, immer so eine Gummilippe dran zu machen, dann trocknet der nicht aus. Ich habe meine Teige aufgrund des Umzugs und der Arbeit vernachlässigt. Und so sieht das Ganze aus. Nicht schön, aber selten. Gucken wir mal, was wir daraus machen. Also, ihr könnt von außen sehen, der hat eigentlich ganz gute Triebstärke. Der war bis hier oben hochgewandert. Ich habe dann zwischendurch dann gebacken und den einfach das, was ich brauchte, rausgenommen. Und jetzt ist hier so ein bisschen vertrocknet, ein bisschen verfärbt. Das ist nicht schlimm. So, und wir wollen jetzt mal gucken, wie ihr testen könnt, ob euer Sauerteig, den ihr zu Hause habt, ob der triebstark ist. Ich habe jetzt hier noch einen anderen Sauerteig. Moment. Ich muss mal kurz die Stimme ölen. So, ich hatte nämlich gerade noch einen Livestream mit meinen Mitgliedern auf YouTube. So, das ist ein anderer Sauerteig und was ist denn das? Keine Sorge, nichts Schlimmes. Das ist Kamhefe. Das ist kein Schimmel, keine Sorge. Schimmel würde grün und pelzig sein. Kamhefe, ja, sieht ein bisschen wellig aus. Kann man das erkennen? So weiß, ein bisschen braun. Entschuldigung. So, das ist mein Dinkelsauerteig. Der wurde also auch vernachlässigt. Der arme Kerl. Ich habe mir übrigens überlegt, dass ich meine Sauerteige Namen gebe. Ich war jetzt beim Dinkelsauerteig bei Dinkeldora. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist. Also Dora Dinkel. Und hier Lara Lievito. Dann habe ich noch hier Rudi Roggen und Willi Weizen. Beim glutenfreien Sauerteig bin ich mir noch nicht so sicher. Wir hatten eigentlich Gitti glutenfrei. Da sagten unsere Kinder, Gitti hört sich ein bisschen an wie Igitt. Schreibt mir mal, wie ihr das so seht. Vielleicht Gesa oder Gisela. Gisela finde ich heiß. So, also, ich schweife ab. Wir haben hier jetzt 2 Sauerteige. Völlig verwahrlost, die armen beiden. Die kann man wieder retten, gar kein Thema, durchfüttern, alles gut. Und jetzt habe ich hier 2 Gläser. Das ist ganz normales Leitungswasser. Ich habe kaltes genommen, können auch noch warmes nehmen, aber kaltes ist jetzt tatsächlich am sinnvollsten. Und dann könnt ihr anhand dieser 2 Gläser testen, ob euer Sauerteig, den ihr habt, triebstark ist. Das geht ganz einfach. Ihr nehmt jetzt hier einen Löffel, taucht ihn ein und nehmt ein bisschen von eurem Sauerteig. So, na, das eine Stückchen. So. Und dann taucht ihr das in das Wasser. Sollte ich vielleicht auch filmen. So, zack. Tja, Test nicht bestanden. Klar, der Sauerteig ist super hungrig und dann bleibt er natürlich auch nicht oben. Also sagt uns dieser Test, wenn der hier ganz unten schwimmt, ich bin jetzt nicht bereit, verbacken zu werden, oder wenn, dann nur noch mit zusätzlich Hefe, weil ansonsten geht das Gebäck nicht auf. Ganz einfach. So, jetzt nehme ich mir mal 9 Löffel. So, gucken wir mal,
wie es der Lara hier geht. Oh. So. Entschuldigung. Oh. Jetzt aber. So, hier. Dann kommt die hier mal rein. Zack. Und? Tja, die hat auch Hunger. Okay. Schade, schade. Ich hatte gehofft, dass Lara noch ein bisschen Triebkraft hat. Also mehr auf jeden Fall als Dinkeldora. Ist aber auch tatsächlich ein bisschen säuerlich, wenn man das jetzt gerade mal so ja, abschleckt. Boah. Tatsächlich sehr sauer. Und Lievito Madre ist einfach eigentlich sehr, sehr mild. Das heißt, dass das jetzt so säuerlich ist, zeigt mir, dass ich eine Rabensauerteigmutter bin. Ehrlich, also wirklich ganz fürchterlich. Ich muss die wirklich füttern. Und das geht jetzt ganz einfach. Normalerweise nimmt man von seinem Lievito Madre 100 Gramm ab, nimmt 45 Gramm Wasser circa dazu und 45 Gramm Weizen- oder Dinkelmehl. Original Weizenmehl, aber wir sind da ja hier ganz entspannt und können hier auch Dinkelmehl nehmen als Alternative. Also beim Weizenmehl entweder 405er oder 550er, beim Dinkel halt das 630er, halt ein helles Mehl. Theoretisch könnte man ein Lievito Madre auch mit Vollkorn machen. Aber weil wir Lievito Madre, also hier diesen milden Sauerteig, auch benutzen, um süßes Gebäck zu machen, denn das geht normalerweise bei Sauerteig nicht, weil er ist sauer. Also, weiß ich nicht, Saures für Süßes klappt halt nicht so. Und deswegen ist das ja so eine tolle Alternative, weil man wirklich alles backen möchte, sowohl süß wie auch deftig, dass man so einen milden Sauerteig macht. Ihr könnt aber auch, wenn ihr einen normalen Sauerteig habt und der ist euch zu säuerlich, dann liegt es meistens an der Temperatur. Denn damit könnt ihr das auch nochmal steuern, wie sauer euer Sauerteig ist. Also wenn ihr ihn regelmäßig füttert, wird er normal sauer sein. Und je wärmer ihr ihn führt, desto mehr Milchsäurebakterien vermehren sich dort in dem Sauerteig. So milder wird er. Je kälter ihr einen Sauerteig führt, umso mehr Essigsäurebakterien vermehren sich und desto säurer wird es. Also das muss man einfach wissen. Sauerteig ist gefühlt manchmal eine Wissenschaft für sich. Es ist aber ganz einfach. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas unklar ist, dann bitte lasst es mich wissen, schreibt es mir, abonniert meinen Kanal kostenfrei. Ich helfe euch wirklich total gerne weiter. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach. Und wenn ich das schaffe, einen Sauerteig herzustellen, okay, jetzt sieht es vielleicht nicht danach aus, aber eigentlich kann ich das tatsächlich, dann schafft jeder das, ehrlich. Also ich bin da so nachlässig. Also ganz viele sind da auch, dass die das Wasser, die Temperatur messen und das Mehl und dies und das. Das mache ich nicht. Ich versuche das wirklich für jeden hier zu zeigen, wie einfach und unkompliziert das ist. Auch mit einem Vollzeitjob, weil da ist nämlich meistens das Problem. Du möchtest vielleicht etwas Leckeres backen und denkst aber, Backen mit Sauerteig oder auch, ich mache ja auch eigentlich die selbst hergestellte Hefe. Ihr denkt, das ist total kompliziert, aufwendig und das kann man nicht in den Alltag integrieren. Dann kann ich euch sagen, nein, dem ist nicht so. Es ist super einfach. Und wenn ihr wollt, packe ich euch gleich noch mit rein und fütter das Ganze. Ich kann das aber auch morgen früh machen. Wie wäre denn das? Ich lasse die jetzt über Nacht noch stehen. Ich bin nämlich echt müde. Der Tag war so lang. Und dann zeige ich euch morgen, wie man das Ganze füttert. Hättet ihr da Lust drauf? Schreibt es mir sonst gerne mal. Guck mal hier nochmal. Da schwimmt er. Ich werde das gleich mal eben rausfischen. So. Und dann kommt das nämlich wieder in den Behälter. Wir wollen hier nichts verschwenden. Die Züchtung ist nämlich immer... Zack, mit ein bisschen Arbeit verbunden. So, zack und hier auch.
Das Wasser müsst ihr jetzt nicht wegschmeißen. Wenn ihr den jetzt zum Beispiel direkt auffrischen würdet, dann könnt ihr das Wasser auch gleich benutzen, um den Sauerteig zu füttern. Also nichts wegwerfen. Alternativ kann man damit auch seine Blumen gießen. Die mögen das auch. So. Ach Mensch, ich bin total happy. Ich war so ewig nicht mehr auf TikTok, ehrlich. Es ist so schön, endlich mal live gehen zu können. Ich habe das mal so 1-2 Mal gemacht, bevor wir umgezogen sind. Und seither war das nicht mehr möglich. Oh, ich habe das echt vermisst. Das war wirklich ein richtiger Entzug. So, schaut mal. Das trübe Wasser. Jetzt hätte ich überlege wirklich, ob ich fütter, aber ich muss euch sagen, ich bin platt. Der Tag war so lang. Und außerdem möchte ich ja auch etwas haben, womit ihr dann morgen wieder einschaltet. Wie wäre das? Treffen wir uns morgen um die gleiche Zeit oder ist euch morgens lieber? Könnt ihr mir gerne noch mal eben schreiben. Ansonsten würde ich es vielleicht um die ähnliche Uhrzeit machen, vielleicht am Abend. Nachdem wir gearbeitet haben, nachdem alle Kinderchen im Bett sind und nachdem ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dann würde ich das gerne einmal machen und dann zeige ich euch morgen, wie man ganz, ganz einfach die Sauerteige mal eben füttert. Also wenn ihr Lust habt, freue ich mich morgen an der gleichen Stelle hier. Für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, gerne meinen Kanal abonnieren, teilt meine Videos. Dann sehen noch mehr, wie leicht und einfach das Ganze ist. Und ich bin bald wieder zurück. Liebe Grüße, eure Emma.